Getriebeölwechsel beim Schaltgetriebe vom Skoda Octavia. Als erstes müsst ihr natürlich einen Platz schaffen, damit ihr unten rankommt und auch dementsprechend absichern. Als Werkzeug braucht ihr eine Ratsche mit einem 25er Torx, um den Unterboden abzuschrauben. Unterbodenschutz meine ich. Dann eine Ratsche mit einem 17er Sechskant. Da gibt es einen schönen universalen 4- und 6-Kant Sets Ölfilter, Ölwechsel zu kaufen für relativ kleines Geld. Dann braucht ihr noch ein bisschen Bremsenreiniger, das entsprechende Öl und etwas Papier. Als erstes wird der Unterbodenschutz abgebaut mit 8 Schrauben. Dafür nimmt ihr eine kleine Ratsche mit den 25er Torx. Schraubt die 8 Schrauben lösen. Ziehen wir sie ganz raus. Die schraubt ihr alle komplett raus, die 8 Schrauben. Und dann müsst ihr den Unterbodenschutz hier abnehmen. Und dabei die Nippel hier etwas hochdrücken, damit ihr den Unterbodenschutz rausziehen könnt. Da ist die Ölablassschraube. Und davor an der Stelle ist die Öleinfüllschraube. Die löst ihr, bevor ihr die Ölablassschraube löst. Weil wenn ihr das Öl nachher rausgelassen habt und ihr kriegt die Einlassschraube nicht mehr raus, habt ihr natürlich ein Problem. Deswegen immer zuerst die Öleinlassschraube lösen. Dafür nehmt ihr die mittlere Ratsche, den 17er Sechskant, und dreht die Schraube links herum heraus. Das kann zum Anfang etwas schwer gehen, deswegen habe ich beide Hände gebraucht. Und dann habe ich das gefilmt, wie ich die löse. Und nicht vergessen, Ölauffangbelte unterzustellen, wenn ihr anfangt, eine Schraube zu lösen. So, die Öleinfüllschraube ist etwas gelöst. Und jetzt lösen wir beziehungsweise schrauben die Ölauslassschraube raus. Laut Hersteller kommen da 1,7 Liter Öl rein. Die werdet ihr wahrscheinlich nicht ganz hundertprozentig alle komplett rauskriegen. Aber ich versuche durch Schrägstellen des Fahrzeuges so viel wie möglich rauszukriegen.
brauche zwar bloß 1,7 Liter offiziell Getriebeöl, aber ich habe mir 3 Liter gekauft. Einmal kann ich damit das Getriebe etwas spülen, natürlich ist er nicht perfekt, aber es geht. Und zweitens, ich kann dadurch von unten einfüllen. Ich kriege nämlich nicht alles rausgedrückt aus der Flasche, wenn ich von unten einfülle. Deswegen kippe ich die mal gegenseitig auf, dass sie jeweils mal voll sind und dann reicht das von der Menge her. Zum Einfüllen nehme ich diesen Nippel. Dieser Hersteller hat jetzt keinen gehabt. Wenn das Getriebeöl ganz herausgelaufen ist, schraubt ihr die Schraube wieder rein. Rechts herum natürlich. Die Schraube ist leicht konisch. Das heißt, umso weiter ihr die reinschraubt, umso fester wird sie. Drehmomentwerte werde ich euch dafür jetzt nicht nennen. Die müsst ihr nach Gefühl anziehen. Und wenn ihr damit fertig seid mit Festschrauben, füllt ihr natürlich das Ganze sieht nach etwa 120.000 Kilometer etwa so aus. Nicht mehr richtig schön. Alles habe ich natürlich nicht rausbekommen, das ist ganz normal. Aber so viel wie möglich. Das ist das Getriebeöl. Das werdet ihr, wenn ihr von unten reinfüllt, sicherlich nicht zu 100% leer kriegen, die Flasche. Circa bis 3/4 und dann füllt ihr es so lange ein, bis oben aus dem Loch, aus dem Gewinde Öl austritt. Wenn es so rausläuft, sollte es genug sein. Dabei natürlich ein bisschen vergleichen, ob ihr das Öl, was ihr abgelassen habt, auch wieder reingefüllt habt. Wenn das Öl soweit eingefüllt ist, schraubt ihr die Einlassschraube wieder fest. Zum Anfang geht das noch mit der Hand relativ leicht. Und dann wieder mit Gefühl, bis es fest ist. Dann natürlich nicht vergessen, die Ölreste mit Bremsenreiniger zu reinigen. Das, was hier hinten so glänzt, sind keine Ölreste, das ist Rostumwandler, den ich aufgesprüht habe. Ich werde nachher noch ein bisschen lackieren und mit Wachs einsprühen, nicht dass ihr euch wundert. Wenn ihr alles festgezogen habt und vom Öl bereinigt habt, könnt ihr den Unterbodenschutz mit den 8 Schrauben wieder festschrauben. Und ich persönlich schalte immer, bevor ich den Motor starte, 1-2 Mal alle Gänge durch. Starte dann den Motor und schalte im Stand nochmal alle Gänge durch, ohne zu fahren. Und dann teste ich danach nochmal das Fahrverhalten bzw. das Gangverhalten, wie leicht sich das schalten lässt während einer behutsamen Fahrt.